Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das letzte Video in diesem Jahr und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Rückblick bzw. zu den Statistiken. Was haben wir von Anfang des Jahres bis jetzt geschafft an Statpunkten? Und ich kann euch wirklich sagen, das ist wohl das mit Abstand stärkste Jahr gewesen, was wir jemals in Shakes and Fidget gehabt haben. So viele Statpunkte habe ich noch nie im Leben vorher geholt. Das lag natürlich auch an vielen verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel dem Toiletten-Update, was wir erfahren haben, aber auch den neuen Dungeons, die wir jetzt auch besiegen konnten, wodurch wir natürlich auch nochmal deutlich mehr Level generieren konnten als im Vergleich zu den Jahren davor. Aber das Major-Update war wahrscheinlich durch die Toilette. Ja? Ich habe mir mal zusammengerechnet, was haben wir hier an Punkten das Jahr über gemacht. Wir sind jetzt hier auf diesem Stand, dass wir fast 760.000 und fast 520.000 Ausdauer und Intelligenz halt, wie gesagt, eben haben. Und ich hatte mir mal das Video angeschaut, was ich letztes Jahr kurz vor Neujahr hochgeladen habe. Und dazu muss ich sagen, habe ich hier ein Vergleichsvideo. Das Ganze ist nicht ganz vom 31. bzw. 30., sondern vom 23.12., also zur Weihnachtszeit auch so herum. Und dabei haben wir hier auch schon einen kleinen Stat-Boost erlebt, denn wer sich erinnern kann, haben wir uns im letzten Winter-LD, also man kann quasi sagen, das, was wir jetzt an Stat-Punkten gemacht haben, ist von letzten Winter-LD zu diesem Winter-LD. So kann man das, denke ich mal, einigermaßen zusammenfassen. Denn wir haben hier, und das ist wirklich krass, wenn man das jetzt vergleicht, wir haben hier zu dem letzten Winter-LD mein 3 Jahre altes Equipment gewechselt. Okay, und das war damals schon ein heftiger Stat-Boost, sag ich mal, für mich persönlich. Allerdings war das Toiletten-Update so in dem Sinne, das hat alles in den Schatten gestellt. Ihr müsst euch überlegen, in diesem Video zeige ich meinen Equipmentwechsel und habe auf meinem Main-Account 3 Jahre zuvor nicht mein Equipment gewechselt. Okay? Und wir sehen hier einen Stat-Boost, das ist wie gesagt vor dem Toiletten-Update, von 500.000 zu 512.000, okay? Und bei Ausdauer von 393.000 zu 409.000, ja? Das war das Upgrade nach 3 Jahre Warten, 3 Jahre ohne neues Equipment, okay? Ich habe hier ein paar Zehntausende Statpunkte gemacht. So. Und dann kam das Toiletten-Update. Ich habe jetzt die aktuelle Rechnung noch mit diesen Werten hier gemacht, weil das dann nochmal ein bisschen heftiger rüberkommt, sage ich einfach mal. Aber ihr seht hier, der Vergleich von hier zu da ist wirklich komplett marginal, also es lohnt sich quasi gar nicht. Und dann habe ich jetzt mal von diesem Wert hier zu diesem aktuellen Wert hier gerechnet. Und was soll ich euch sagen? Wir haben hier dieses Jahr insgesamt knapp, also gut, es ist nicht knapp, es fehlt noch ein gutes Stück, aber wir haben über das Jahr über verteilt fast 500.000 Statpunkte, fast 500.000 Statpunkte gemacht. Es fehlt noch ein gutes Stück, aber 438.877 Statpunkte haben wir gemacht von dem 23.12. bis jetzt zum 30.12. Okay, also ein bisschen über ein Jahr. So, und das ist wirklich, müsst ihr euch mal überlegen, wir haben hier wirklich 3 Jahre drauf gewartet, diesen Equipmentwechsel zu vollziehen, nur um dann kurze Zeit später von dem Toiletten-Update alles in Frage zu stellen, dann halt eben danach so. Ne? Wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt, also zu diesem Zeitpunkt hier auf der Seite, haben wir vorher knapp 1 Million Statpunkte gehabt, also Total Stats, also Total Stats, also wirklich alles, ne? Da ist wirklich nicht nur Intelligenz, Ausdauer, Glück dabei, Stärke, Geschick, wirklich alles so, ne? Zu diesem Zeitpunkt hier haben wir 929.405 Statpunkte gehabt, ja, und zum jetzigen Zeitpunkt
haben wir 1.368.282 Stat-Punkte. Und das ist halt, wie gesagt, ein Unterschied in diesem Jahr von 438.877 Stat-Punkten, die wir jetzt alleine in dieser Zeit gemacht haben. Okay, und das wird wahrscheinlich nie wieder so passieren. Man muss sich einfach mal überlegen, wir haben hier in einem Jahr die Hälfte an Stat-Punkten gemacht, die wir vorher seit 2014, seit Anfang des Spiels, ne? Man muss sich ja überlegen, wir spielen hier das Spiel seit 2000, also ich habe das Spiel angefangen seit 2014, ja, seit 2014 bin ich hier konstant am Grinden, ohne Pause, und habe in der Zeit eine knappe Million Stat-Punkte zusammenbekommen, ne? 929.000. Und jetzt innerhalb von diesem einen Jahr haben wir fast die Hälfte geschafft, was wir innerhalb von 14 Jahren geschafft haben. Das ist insane. Das ist wirklich krass. Okay, wir haben es. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier innerhalb von einem Jahr an Stat-Punkten rausgeholt haben. So, ne? Und das einzig und allein liegt halt eben anhand des Toiletten-Updates. So, weil wir halt eben hier so einen krassen Power Spike bekommen haben, den wir hoffentlich nie wieder in dieser Form erleben, weil ich das schon irgendwo ein bisschen, ja, das hebt so dieses komplette Level irgendwie auf das nächste, aufs nächste höhere Niveau, auf das nächste Level sozusagen so. Ne, es ist ein Verschieben von Stat-Punkten beziehungsweise von Problemen, die eigentlich, es ist sich so Zeit kaufen. Also man muss ja überlegen, warum wurde so dieses Toiletten-Update halt ins Spiel gebracht. Wir haben hier die Problematik gehabt, und das hat das hier sehr gut, und deswegen habe ich das nochmal ins Video gebracht, wir haben die Problematik gehabt, dass das Equipment keinen Wert gehabt hat. Okay? Wir haben hier 3 Jahre auf meine Umrüstung gewartet. 3 Jahre. 3 Jahre haben wir hier drauf gewartet, und was hat uns das hier an Stat-Punkten gebracht? Auf Intelligenz 12k und hier auch ähnliches so ungefähr. Ne? Also das ist wirklich, kann man sagen, keine Ahnung, 24, 25k vielleicht so, die wir hier auf Ausdauer und Intelligenz gemacht haben, nur um dann halt eben nach 3 Jahren so viel mehr halt an Stat-Punkten zu haben. Und das war halt eben das große Problem, warum das Toiletten-Update eingeführt worden ist. Das Equipment, ja, welches wir hier haben, das hat sich eigentlich im Prinzip kaum gelohnt, sich neu zu equippen. Also wir haben ja schon relativ lange Zeit gewartet. Ne? 3 Jahre haben wir hier gewartet, dass wir hier das Equipment mal wirklich aufs nächste Level ziehen. So, ne? Und ich sag mal so, die meisten spielen nicht mal 3 Jahre dieses Spiel. Ja? Also wir haben wirklich schon sehr lange gewartet, und wir waren sehr lange unter unserem Niveau, um halt eben diesen marginalen Power Spike hier zu bekommen. Und da kam halt Playa auf die Idee, okay, es equipt sich kaum einer, es ist nicht notwendig, sich neu zu equippen, weil das kaum einen Unterschied hat. Also die Basis-Stat-Punkte sieht man halt eben auch nochmal ganz gut, ist halt wirklich das, was am meisten Impact hat. So, ne? Und deswegen wurde sich halt gedacht, okay, dann erhöhen wir einfach den Wert der Items, indem wir die Toiletten-Aura erhöhen, und dadurch ist das Problem nicht gelöst, sondern verschoben, weil im Prinzip, was jetzt dadurch gemacht worden ist, sie haben quasi die Werte von den Items erhöht, ja, aber das Kernproblem an sich ist ja trotzdem noch da, dass halt Leute irgendwann an diesen Zeitpunkt kommen, wo halt, ne, und das war halt zu diesem Zeitpunkt war halt die maximale Aura-Stufe von der Toilette Stufe 66, und das hatten wir seit Jahren fertig gehabt. Irgendwann kommen wir wieder an den Zeitpunkt, wo wir Aura-Stufe 400 erreichen, was aktuell halt eben die höchste Stufe ist, die man erreichen kann. Und dann stehen wir wieder vor demselben Problem da, nur auf einem anderen Niveau, dass wir halt eben, kein besseres Equipment mehr bekommen können, weil wir halt eben einfach dann schon eine Maxed Aura haben, und dann leveln wir halt einfach weiter unsere Stat-Punkte, weil großartig unsere Aura dann auch nicht mehr steigt und das Equipment auch nicht wirklich dementsprechend so besser wird, und dadurch halt einfach das Kernproblem
nur nach hinten verschoben wird. Und deswegen ja, hat sich Playa damit halt mehr oder weniger Zeit kaufen können, was sie auch jetzt zum Beispiel angesprochen haben in dem Endjahresstream, wo Thorsten auch dabei gewesen ist, dass eventuell mal irgendwann an die XP- und Goldkurve, dass die mal angepasst wird, weil ansonsten haben wir nämlich dasselbe Problem, dass wir dann wieder 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre warten und dann einen Stat-Punkt-Unterschied von ein paar 10.000 haben dann irgendwie, was nachher auf diese Summe an Stat-Punkten hier natürlich prozentual extrem wenig ist. Wir haben jetzt dieses Jahr knapp 50% unserer Total Stats machen können. 50%. Ja, wenn wir wieder solche Fortschritte machen nach 3 Jahren wie hier zum Beispiel, dann machen wir nicht mal 5% oder 10% oder so, wenn wir 3 Jahre warten, um neues Equipment zu bekommen. Heißt, lohnt sich gar nicht, neu zu equippen. Heißt auch wiederum, die Leute geben weniger Geld aus, um sich neues Equipment zu holen, was wiederum weniger Umsatz dann natürlich am Ende des Tages für Players. Und deswegen ist das natürlich ein Rattenschwanz irgendwo, der auch angepasst wird, meiner Meinung nach. Aber ich wollte euch einfach nur noch mal diesen krassen Vergleich aufzeigen, was wir jetzt hier durch das Jahr 2025 bekommen haben. Ja, die Toilette hat vieles dazu beigetragen, aber halt eben auch die neuen Dungeons, der Sandsturm. Wir haben sehr viel XP auch dazu bekommen. Wir haben ja auch hier, seht ihr ja auch zum Beispiel, wir sind von Stufe 703 auf 762 gelangt und das ist natürlich auch deutlich mehr als der Durchschnitt. Normalerweise haben wir immer etwas über 40 Level, so jetzt sind wir hier bei roundabout 60 Level, die wir jetzt gemacht haben innerhalb von einem Jahr. Das ist auch deutlich mehr als durchschnittlich, also unser Account ist hier wirklich sehr, 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 sehr krass gewachsen und das haben wir halt eben auch daran gesehen, dass wir halt in der Ehrenhalle auch extrem gestiegen sind natürlich. Ne? Wir waren dieses Jahr, und das war auch einer meiner Highlights gewesen, unter den Top 10 stärksten Magiern weltweit, weil wir auch einer der ersten waren, die sich natürlich auch neu equipped haben mit dem Toiletten-Update auf dem Main. Und deswegen haben wir extrem starkes Momentum gehabt, halt in dem Moment und konnten halt, viele Leute überholen. Jetzt sind wir momentan auf Platz 24 weltweit der stärksten Magier, was auch immer noch sehr stark ist so. Ne? Aber natürlich haben sich auch andere Leute equipped, das bleibt ja natürlich nicht aus. Ne? Und top weltweit von den Total Stats her war ich, glaube ich, in den Top 20 oder so gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr, Top 28, vielleicht Top 30 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier natürlich auch ein bisschen weiter abgesackt. Da sind wir momentan jetzt auf Platz 55 weltweit, der stärksten Accounts overall, also alle Klassen, alle Server mit einkalkuliert, was auch immer noch sehr, sehr gut ist. Aber das hat uns einfach auch einen extremen Boost gegeben. Ne? Ich bin gespannt, was nächstes Jahr noch so auf uns wartet. Ja, die Goldkurve bzw. das Goldeinkommen wird von Jahr zu Jahr natürlich immer stärker werden. Wir haben zunehmend mehr Events wie den World Boss auch zum Beispiel mit dabei, wo wir auch nochmal deutlich mehr Gold farmen können als die Jahre davor. Deswegen statpunkt-technisch wird es wahrscheinlich nicht mehr so heftig werden nächstes Jahr wie dieses Jahr, weil jetzt halt das Toiletten-Update vorbei ist. Ja, und trotzdem wird aber der Durchschnitt erhöht durch halt eben diverse Events, die auf uns warten. Und meine Pläne auf jeden Fall für die nächste Zeit sind erstmal, beziehungsweise fürs nächste Neu-Equippen, sind halt erstmal auf Stufe Aura 400. Da grinde ich jetzt erstmal noch drauf hin. Werfe jeden Tag nach wie vor hier in Epic in die Toilette, bis wir irgendwann an der Aura-Stufe sind. Bis dorthin sind wir natürlich auch vom Level her deutlich weiter. Und dann werde ich mich nochmal equippen, weil wir dann natürlich dann auch nicht mehr weiter steigen können. Hoffentlich von der Aura her. Und ich hoffe, dass die Aura-Stufe dann von 400 nicht auch auf 500 erhöht wird, sondern dass bis dahin auch wirklich mal eine Lösung für dieses Problem gefunden wird und nicht ein weiteres nach hinten schieben durch Erhöhung der Aura-Stufe notwendig ist. Ja? Aber das sind auf jeden Fall erstmal so meine Pläne. Nach wie vor, Aura wird geballert, Level werden gemacht,
Hauptfokus liegt natürlich auf den Statpunkten. Also wir gehen natürlich weiterhin auf Gold, ist ja ganz klar, weil das am Ende das ist, was dann auch bleibend ist. Und die Total Stats, die kann man sich immer jederzeit holen. Ob es nach 3 Jahren ist, ob es nach 10 Jahren ist, ob es nach 20 Jahren ist scheißegal, spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr knallt weiter eure Base-Stats hoch und habt euer Gold gut im Auge, dass ihr da halt auch eben Progress macht, weil wie gesagt, diese Total Stats, das sind temporäre Statpunkte, die Edelsteine, die Tränke, das Equipment an sich, die Verbesserung da drauf, das sind alles temporäre Statpoints, die keinen Einfluss auf eure Main-Stats, auf eure Base-Stats haben, so. Und die könnt ihr nach 3 Jahren equippen oder nach 10 Jahren, das ist scheißegal. Irgendwann werdet ihr dann auch euren Power Spike haben und dann könnt ihr da auch ordentlich einen aufspielen. Es ist eigentlich immer nur so ein aktuell halten, sag ich mal, was die Leute dazu indirekt zwingt, ihr Equipment up-to-date zu halten, damit sie in der Ehrenhalle nicht so weit hinterher liegen. Aber wenn ihr dieses Mindset abschalten könnt, ja, und euch sagt, ach mir ist das doch scheißegal, wo ich in der Ehrenhalle bin, ich weiß, wo ich stehe mit meinen Stat-Points und ich könnte mich jederzeit equippen und dann wäre ich da und da und da und da. Ja, das ist ja das gleiche wie auf meinen anderen Accounts auch. Da mache ich genau das jetzt in diesem Moment. Zum Beispiel auf meinem Battle Mage mache ich genau das. Hier habe ich mein Battle Mage auch schon Ewigkeiten nicht mehr neu equipped, habe hier auch schon Ewigkeiten meine Dungeons nicht gemacht. Ich habe hier noch einiges offen, wie ihr sehen könnt. Das ist alles eine Frage der Selbstdisziplin. Euch geht nichts verloren hier, effektiv. Und hier mache ich es genauso. Hier ziehe ich auch ab 400 erst nach. Wenn wir das Ding gemaxt haben, dann wird sich auch hier mal ein neues Equipment gegönnt. Dann werde ich vielleicht auch mal hier ein paar Level pushen und ein bisschen aufholen. Und dann bin ich hier auch wieder unter den vielleicht Top 1, 2, 3 Battle Mages weltweit, wo ich ja auch hingehöre mit diesem Account. Nur im Moment stehe ich dort halt nicht, weil mein Equipment halt nicht up-to-date ist. Und das ist halt eben so das Ding. Wer damit umgehen kann, wie gesagt, der spart sich auch jede Menge Geld und muss sich nicht zu jedem Event neu equippen. Wer damit nicht umgehen kann, okay, da muss man halt eben sich jedes Mal neu equippen, bei jedem LD oder so. Ja, das ist jedem selbst überlassen, wie er das handhaben will. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich halt stehe, ne? Und das werde ich eines Tages auch wieder auskosten, auch auf diesem Account, genauso auch auf diesem Account. Hier ist es genau dasselbe, hier habe ich mir auch schon Ewigkeiten nicht mehr equipped. Auch hier, wenn ich alles aktuell hätte, würde ich unter den Top 10 stärksten Spielern auf diesem Server gehören. Bin ich aktuell nicht, weil mein Equipment halt eben nicht up-to-date ist. Was vollkommen in Ordnung ist, weil hier kann ich auch warten. Hier weiß ich auch, ich bin einer der Spieler, die das Spiel langfristig spielen und auch hier werde ich irgendwann wieder mein Momentum nutzen und das wird auch passieren, wenn wir hier das Ding auf 400 gezogen haben und dann wird auch hier sich das Equipment gegönnt und Dungeons geballert und dann stehen wir auch wieder gut da. Bis dahin, ja, chill ich einfach, spiele ganz entspannt weiter und beobachte alles und mir geht dadurch nichts verloren. Ja, okay, Freunde, das soll es aber soweit zu diesem Video gewesen sein. Eine kleine Zusammenfassung von dem Jahr 2025. Was hat der Account hier so erreicht in der Zeit? Und ich hoffe, ihr konntet dieses Jahr auch guten Progress machen in Shakes & Fidget, sowohl als auch außerhalb von SF. Das würde mich auf jeden Fall sehr für euch freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt schön auf euch auf, bleibt gesund und munter, damit wir uns auch hier im nächsten Jahr dann wieder gesund und munter und heil zurückmelden können, um das Jahr 2026 unser eigen nennen zu können, auf ein erfolgreiches Jahr. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht und ja, viele neue Sachen stehen auf jeden Fall an und ich kann mich einfach nur für das Jahr 25 nochmal abschließend bedanken für den ganzen Support, auch wieder dieses Jahr über. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für alles. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dem letzten Video dieses Jahr. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.